Würdet ihr euch lieber einen Bohrständer so wie diesen hier selber bauen oder würdet ihr euch lieber einen mobilen Bohrständer wie diesen in Top-Qualität kaufen? Dieser Frage gehen wir heute auf den Grund und wir schauen uns heute mal einen Bohrständer an in Top-Qualität und werden ihn vergleichen mit meiner Eigenbauvariante. Ja Leute, was sagt ihr dazu? Was für eine Meinung habt ihr? Würde mich mal interessieren. Servus und herzlich willkommen bei Gipfelholz. Ich bin der Jens. Thema heute Bohrständer. Warum schon wieder Bohrständer? Ganz einfach. Ich habe vor paar Wochen diesen coolen Bohrständer, mobilen muss ich dazu sagen, mobilen Bohrständer gebaut und euch eine Bauanleitung gegeben. Ich finde das richtig gutes Gerät, um 90 Grad exakt Bohrungen setzen zu können. Dort, wo ich jetzt mit der Ständerbohrmaschine einfach die Sachen nicht bohren kann. Super toll. Ich habe ihn jetzt auch noch umgebaut für den Einsatz für einen Akkuschrauber. Funktioniert echt auch mega. So, jetzt kamen da so einige Leute an und haben dann gesagt, ja, wie kannst du dir noch so ein Ding aufwendig selber bauen? Da kaufe ich mir doch vernünftigen Bohrständer. Ich muss dazu sagen, einen vernünftigen Bohrständer, die kosten schon gut Geld. Also Qualität muss man einfach bezahlen und Qualität kostet einfach Geld. Es gibt ja diese China-Teile da, diese ganz, ganz günstigen Teile, da für 20, 25, 30, 40 Euro. Sag mal ganz ehrlich, die Dinger, die sind einfach nur Scheps, wackeln rum und ich kann damit keine 90 Grad exakt schön bohren. Also davon reden wir nicht. So, jetzt haben die Leute halt gesagt, ja Leute, warum baue ich mir so ein Ding selber? Aufgrund dessen habe ich mir jetzt einen Bohrständer, einen vernünftigen, aus meiner Sicht Bohrständer, mal besorgt. Einen richtig tollen, das ist von Fisch und den wollen wir uns einfach mal in diesem Video anschauen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir machen jetzt einen kleinen Test von diesem Bohrständer, wie der einfach so funktioniert, was das für eine Qualität ist und ob sich der Preis dann auch rentiert am Schluss. Jetzt seht ihr beide Bohrständer mal in Nahaufnahme. Wie gesagt, Video werde ich euch verlinken, ist ein cooles Teil. Jetzt haben wir schon mal einen ganz großen Unterschied, dass wir hier ein Bohrfutter drin haben, wo wir hier die Geräte einfach oben aufspannen können, wo es jetzt, ich sage jetzt mal, üblich ist für solche Bohrständer so in der Preisklasse. So, das ist jetzt bei meinem natürlich nicht der Fall. Ich kann hier einfach normale Akkuschrauber oder normale Maschinen, stationäre Maschinen einfach hier einspannen und kann dann hier damit absolut 90 Grad exakt bohren. So, jetzt tun wir den aber mal weg, weil es geht ja heute hier um diesen Fisch-Bohrständer, mobilen Bohrständer, den wir uns einfach mal genauer anschauen müssen. Also der erste Eindruck ist einfach mal super, super wertig. Es ist nichts aus Plastik gefertigt. Wir haben hier absolut eloxiertes Alu. Richtig, ich sage jetzt mal, wir müssen nachher mal wiegen. Ich glaube, der wiegt so, ich weiß es sogar, das steht hier drin. 4,7 Kilo soll er wiegen. Also ist eigentlich schon ein stolzes Gewicht, muss ich sagen. Da ist nichts billig gefertigt und wirklich alles komplett aus Alu. Schauen wir uns mal ganz kurz den Lieferumfang an. Der ist natürlich übersichtlich, ist ein Bohrständer, mobiler. Bohrständer selber, dann haben wir hier noch einen Parallelanschlag, den wir verschieden anwenden können und noch die passenden 2 Edelstahlstangen sind auch noch mit dabei. Das werden wir uns aber nachher mal anschauen, wie genau das hier mit diesem Anschlag an diesem Bohrständer funktioniert. Jetzt kommen wir mal auf die technischen Daten zu sprechen und zwar maximale Bohrlänge, was wir hier einspannen können, sind 280 mm. Die maximale Bohrtiefe, was wir praktisch dann runtergehen können vom Bohren her, sind 220 mm. Der maximale Bohrdurchmesser, den wir hier unten haben, also ihr seht ja diese Öffnung hier, sind 64 mm. Und wir haben jetzt hier noch einen Winkelbogen, den ihr hier seht. Und das finde ich auch ganz gut, dass wir hier auch noch die Winkel verstellen können. Das sind hochwertige Alugriffe, die wir hier aufdrehen können. Und wir können da mit einer mini kleinen Anzeige können wir das Ganze dann stufenlos einstellen, von minus 60 bis plus 60 Grad, finde ich auch mal schon mal sehr gut. Und wir wollen natürlich nachher echt mal testen, wie genau wir das Ganze dann auch einstellen können. Die Aufnahme der Bohrmaschine ist ein Viertel-Sechskant. Hier genau ein Viertel-Sechskant oben, also können wir da im Endeffekt jede Bohrmaschine drauf spannen hier oben. 4,7 Kilo habe ich glaube ich schon erwähnt. Und die Gesamthöhe liegen bei 440 mm. Ich denke mal, das sind einfach die wichtigsten Sachen, die wir brauchen. Jetzt schauen wir uns mal den Parallelanschlag an. Der ist einstellbar von 125 bis 345 mm. Und zwar, ihr seht es jetzt hier an dem Bohrständer auf jeder Seite,
sind hier Bohrungen drin mit wirklich schön sauber gebohrten Gewinden. Und dort können wir dann diesen Parallelanschlag dann eindrehen, beide Stangen, und können dann unseren Parallelanschlag, also dieses hier, dann anbringen. Jetzt machen wir das Ganze mal einfach rein. Und jetzt können wir diesen Anschlag hier einfach draufsetzen. Sind auch Gewinde mit drin, mit Rändelschrauben. Das können wir das Ganze ansetzen und ihr seht, wir können dann, haben wir einen schönen Parallelanschlag, den wir dann festschrauben können. Wie gesagt, können wir auf allen Seiten des Bohrständers befestigen und können dort dann einfach das Ganze richtig schön verschieben. Echt super, aber wir können das Ganze auch umdrehen, weil da sind nämlich noch zusätzliche Bohrungen drin, dass wir das Ganze auch hochkant benutzen können, damit wir hier einfach mehr Auflagefläche haben. Also es funktioniert auch so rum, dass wir es so rum reintun. Also echt nicht schlecht schon mal dafür. Aufmerksamen Zuschauern ist es schon aufgefallen, dass wir hier noch einige mehr Bohrungen haben. Und zwar nochmal 8 Bohrungen mehr. Ja, wozu sind denn diese gedacht? Und zwar haben wir da ein kleines Versteck hier oben. Seht ihr diese 2 kleinen Schräubchen hier? Die können wir nämlich rausdrehen. Und von diesem kleinen Schräubchen, schauen wir mal, was das ist, sind das nochmal richtig schöne Bolzen. Wozu die da sind, das zeige ich euch gleich. Und jetzt fragt ihr euch, wozu sollen diese Bolzen hier gut sein? Ganz einfach, diese Bolzen passen nämlich hier unten in diese Gewinde rein. Wenn man jetzt zum Beispiel einen hier auf diese Seite draufschraubt und einen hier auf diese Seite draufschraubt, was glaubt ihr, wozu das Ganze gut ist? Das zeige ich jetzt euch mal schnell. So, eigentlich richtig cool, diese Bolzen. Und zwar ist das ein Mittelfinder, kann man fast schon sagen. Mittelfinder, ich setze diese Bolzen einfach an, drehe das Ganze wirklich hin. Und jetzt habe ich absolut meinen Mittelpunkt von diesem Holzstück. Und dort kann ich dann wirklich mittig bohren. Ich kann da auch das Ganze nochmal verstellen. Ich kann das Ganze ja auch woanders reindrehen. Ich kann es ja auch dann hier reindrehen. Oder. Also das heißt dann immer, natürlich muss es gegenüberliegend sein. Also sprich, das muss dahin, das muss dahin. Und das seht ihr dann auch, ich habe dann wieder diese Mitte, kann das Ganze dann wieder anlegen und kann dann auch wirklich sehr, sehr breite Sachen auch hier schön mittig bohren. Ja, ich hätte noch fast was vergessen. Da unten versteckt sich auch noch mal was drin. Hier ein kleines Rädchen, das könnt ihr hier unten aufdrehen und könnt diesen Tiefenstopp hier nach oben holen. Den braucht man bloß festschrauben, natürlich auf der anderen Seite festschrauben, so fest, und dann haben wir hier auch noch einen Tiefenstopp, der sich hier unten versteckt hält. Schauen wir uns nochmal das Bohrfutter an, habe ich ganz vergessen vorhin zu erwähnen, von 1 mm bis 13 mm ist dort die Aufnahme. Nein, es ist kein Schnellspannverschluss, sondern einfach ganz standardmäßig mit einem Schlüssel. Aber bei diesem Schlüssel habe ich auch noch nicht so wirklich gesehen. Ihr kennt es ja, wenn man das Ganze zumacht, dann drückt man mit dem Daumen da und Zeigefinger zieht man das Ganze runter, Mittelfinger. Und da ist jetzt abgeflacht. Kenne ich nicht, gute Spielerei, aber ich finde es ganz bequem. So ist angenehmer zu drücken. Ganz super, aber egal, darum geht's nicht. Also, Bohrfutter, jetzt sollen wir mal drehen, das ist wirklich doppelt kugelgelagert. Jetzt drehen wir es mal einfach mal und ihr seht, wie schön das Ganze und vor allem absolut laufruhig und sauber wirklich drin läuft in diesem kugelgelagerten Gehäuse. Top. Jetzt, bevor ich es jetzt wieder vergesse, natürlich werde ich euch den Bohrständer unten in der Videobeschreibung noch verlinken. Unter dem Video auf mehr klicken, Videobeschreibung anschauen und dort findet ihr den Link zum Bohrständer, nur für diejenigen, die wieder fragen. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Standardbohrung und schauen mal, die absolut auf 90 Grad auf 0 Grad eingestellt, also praktisch 90 Grad. Und jetzt schauen wir mal, wie wir da gerade schön reinkommen. So, dann schauen wir mal. Ja, super. 90 Grad exakt, also die Anzeige passt schon mal. Ich hoffe auch von der Seite genauso. Jawohl. Also wir haben hier absolut 90 Grad die Bohrung, also das passt schon mal sehr, sehr gut. Ich habe das Ganze jetzt mal, könnt ihr das sehen, auf 30 Grad eingestellt und jetzt werden wir da einfach mal versuchen, ein Loch zu bohren in 30 Grad Winkel. Natürlich könnt ihr auch dann eure Vorrichtung festschrauben oder festzwingen. Ich kann es jetzt aber ganz gut halten, mit dem Gewicht passt es echt super. Und jetzt probieren wir da mal eine 30 Grad Bohrung zu setzen.
So, Stunde der Wahrheit. Jetzt schauen wir mal, wenn wir es dann haben. So, wir haben jetzt kein Lichtspalt mehr drin, wie ich sehen kann. Ich kann aber nicht lesen, was da steht. 59,9. Ja, ist nicht scharf. 59,8, 59,9. Also das perfekt. Ganz ehrlich, mit der billigen kann man das nicht wirklich besser machen. Also das ist wirklich super, super genau. Leute, was mich jetzt noch dringend interessiert ist, ich habe jetzt hier in der Mitte einen Strich angezeichnet. Das ist absolut die Mitte von diesem Klotz hier. Und jetzt will ich mal wissen, ob ich hier auch mittig reinbohren kann mit diesen 2 Teilen unten dran, die ich festgeschraubt habe. Habe ich euch ja unten gezeigt vorhin. Und das Ganze kann ich dann praktisch hier ansetzen. Und jetzt gehe ich mal mit dem Bohrer einfach runter und mache da einen Punkt rein, also ein bisschen größeren Punkt. Ha, optimal. Absolut, wow, cool. Absolut die Mitte erwischt. Das finde ich ja super. Also, ihr seht's auch, mittig bohren ist mit sowas auch natürlich richtig cool möglich und vor allem dann ohne Messerei. Finde ich super. Ich habe jetzt mal den Anschlag dran gemacht, den kann ich ja auf allen 4 Seiten ranschrauben. Finde ich auch ganz gut. So, und einfach dran machen. Man kann das natürlich auch, das ist jetzt längs, also das heißt, ich habe hier relativ viel Anschlagfläche. Ich kann das Ganze aber auch noch drehen, damit es dann flach wird, für flache Sachen zum Beispiel. Aber wir haben ja hier den Platz theoretisch und ich kann jetzt hier richtig schön, ja, ich sage jetzt mal entlang schieben und immer auf der gleichen Höhe bohren, wo ich möchte. Ich muss was zum Gewicht sagen. Am Anfang bin ich ein bisschen erschrocken wie bei meinem, aber Gewicht ist eher, sag ich persönlich, noch von Vorteil. Denn dieses Gewicht drückt's runter, das Gewicht macht's einfach stabil. Wenn ich jetzt mir so ein 200, 300 Gramm Teil hier habe, ganz ehrlich, das wackelt rum ohne Ende. Ich hatte ja so ein Billigding mit ein paar hundert Gramm, da wackelt man rum, keine Auflagefläche vorhanden, nichts. Und mit diesem Gewicht, das drückt schon ein bisschen richtig schön runter und ich habe hier echt... Es fühlt sich richtig wertig, hoch und stabil an. Also gefällt mir echt sehr, sehr gut. Jetzt lasse ich es mir auch nicht nehmen, mal einen Rundstab zu bohren. Und Leute, so ein Bohrständer ist echt optimal. Ihr braucht einen vernünftigen Bohrständer, wenn ihr zum Beispiel solche Lochraster auf dem Tisch anbringt. Da muss es exakt einfach im 90-Grad-Winkel sein, damit die Bohrungen richtig sind und damit die Sachen einfach richtig gut reinpassen und nicht krumm sind. Und deshalb braucht ihr auch einen vernünftigen Bohrständer, wenn ihr zum Beispiel sowas bohren wollt. Da ist gerade mal super, da habe ich ja erst letztens den Tisch gebaut, kann ich euch auch gerne mal verlinken, dieses Video. Hier kann ich jetzt einfach meinen Bohrständer hier festmachen und kann jetzt einfach meinen Rundstab hier reinlegen und kann jetzt einfach mal mittig bohren. Heieiei, immer diese Spreißel. Wahnsinn. Hat man da noch glatt hingefasst. So, aber die Bohrung ist doch, jetzt muss ich mal rausholen. Ach, ist doch super. Ja, jetzt seht ihr das, oder? Jetzt seht ihr es. Schön die Mitte vom Rundstab erwischt. Ach, das ist doch wirklich schön, das Ganze auch mal am Tisch festzuspannen. So Leute, jetzt würde mich mal eure Meinung interessieren. Wie findet ihr diesen Bohrständer? Oder würdet ihr doch sagen, nee, ich baue mir das lieber selber? Oder ihr kauft euch einfach so einen billig China-Kracher, der aus Blech ist oder ganz, ganz schlechte Qualität ist. Und jetzt mal ganz ehrlich, wer hat denn solche China-Kracher da, diese ganz günstigen Teile da? Und wie zufrieden seid ihr denn wirklich damit? Würde mich mal echt interessieren und schreibt es mal unten in die Kommentare. So, ich bin mal gespannt, wie ihr euch entschieden habt. Selber bauen oder kaufen? Bin ich echt mal gespannt. Leute, mein Fazit hört ihr dazu natürlich auch. Also ich kann euch erstens mal, ich bin von diesen China-Krachern, von diesen ganz billigen Dingern auf Temu oder sonst irgendwas, ich kann es euch nur abraten. Wer einmal billig kauft, kauft öfters. Das ist doch so ein Spruch und der stimmt teilweise schon, weil mit dieser Qualität, ich habe damit nie gerade Sachen reinbekommen. Ich habe auch so ein Billigzeug gekauft. Ich glaube 40, 50 Euro hat's gekostet und habe es dann doch am Ende weggeschmissen. Lohnt sich nicht. So, jetzt ist die Frage, braucht man ein bisschen mehr an den Bohrständer wie die Gradverstellung oder braucht es ja wirklich nur einen Bohrständer, um dann mobil 90 Grad
Bohrungen setzen zu können, dann reicht so eine Eigenbauvariante definitiv, weil die ist auch so genau, muss ich sagen. Natürlich je nachdem, wie genau ihr das Ganze natürlich baut, das ist ganz klar. Aber für diejenigen, die es dann gemosert haben, wie kannst du das bloß selber bauen? Sowas kauft man einen vernünftigen und hat eigentlich sein ganzes Leben lang. Ja, und das stimmt absolut. Ich kann diesen Bohrständer von Fisch, diesen mobilen Bohrständer, echt richtig gut empfehlen. Die Genauigkeit ist enorm, muss ich sagen. Die Skala stimmt exakt auf den Zehntel genau zum Einstellen. Gefällt mir echt sehr gut und das Gewicht ist echt auch stolz und daran merkt man einfach auch diesen Preis. Das sind allein schon mal ja, fast 4 Kilo, über 4 Kilo Aluminium, was wir hier verbaut haben, eloxiert und echt super toll verarbeitet. Also Leute, klare Kaufempfehlung. Wie gesagt, dieses Video werde ich euch natürlich auch nochmal verlinken für diejenigen, die es dann wieder andersrum motzen und sagen, nee, sowas baut man sich lieber selber. Also hier nochmal. Ihr wisst, was ich meine, Leute. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Lasst dem Daumen einen Video da. Andersrum, lasst dem Video einen Daumen da. Abonniert den Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Vergesst die kleine Glocke nicht, dann verpasst ihr auch nichts mehr von Gipfelholz. Und ich würde sagen, schöne Bohrständer, Grüße aus dem Allgäu. Bis demnächst. Servus.